Hallo und herzlich willkommen in den Chiemgauer Alpen. Herzlich willkommen bei unserer Tour zur Hochries und herzlich willkommen bei Mountain Guide. Kurz vorab, bevor ich euch ein bisschen was zum Weg und der Hochries, ich muss immer darauf achten, ich wurde schon darauf hingewiesen, das ist weiblich, die Hochries, muss ich immer, schwierig für mich, aber kriege ich hin. Kurz vorab, bevor ich jetzt euch ein bisschen was zum Weg erkläre oder erzähle, wundert euch bitte nicht auf die Art der Aufnahmen. Viele der Aufnahmen sind vom Wegverlauf oben nach unten gefilmt. Bedeutet, es ist nicht so, wie ihr es gewohnt seid, denn normalerweise filme ich ja den Weg von unten und schwenke dann nach oben Richtung Aufstieg sozusagen. In dem Fall ist es öfters mal andersrum, liegt einfach daran, weil das damals bei unserer Gesamtüberschreitung der Rückweg war und ich diese Aufnahmen jetzt aber als Aufstiegsvariante verwende. Nichtsdestotrotz sind die Aufnahmen an sich dieselben und ich werde sicher nicht nur wegen dem Filmen da jetzt nochmal hochlaufen. Anfangs ist der Weg noch identisch wie beim Veihteck. Das Video dazu habt ihr vielleicht gesehen, ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt, falls noch nicht, könnt ihr euch mal reinziehen, ist der direkte Nachbar der Hochries und im Vergleich zur Hochries absolut gar nicht überlaufen. Die Hochries selber ist nämlich auch mit Bahn erreichbar, was sie natürlich zu einem sehr, 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 sehr beliebten Ziel macht. Die Wegqualität selber ist von Forstweg über Forstweg bis hin zu einem sehr leichten Steig, aber in Forstwegqualität bis fast hoch zum Gipfel gleichbleibend immer leicht. Und es gibt unterwegs auch keine Schwierigkeiten oder nennenswerte Hindernisse, auf die ich jetzt hinweisen müsste. An sich, wie so oft, eine wunderschöne, klasse Tour, die man auf jeden Fall mal gemacht haben muss. Hier sind wir bei den Seitenalmen, die passiert man einfach, die liegen auf dem Weg, sind nicht bewirtschaftet meines Wissens nach, deswegen geht man dran einfach vorbei. Ab da ist es dann auch nicht mehr weit bis zum Gipfel der Hochries. Was ich euch jetzt noch dazu erzählen möchte, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn ihr das hier als Aufstiegsvariante wählt, Richtung Karkopf zu gehen, nachdem man die Hochries erreicht hat und den Karkopf zu überschreiten, weiter zum Veihteck, um von Veihteck dann über die Dorgelalm abzusteigen, um dann wieder Richtung Spartenau zu kommen. Das wäre dann sozusagen die Gesamtrundtour dieser Mini-Hochries-Gruppe. Kann man machen, kann ich nur empfehlen, wir haben es gemacht, aber andersrum, wir sind quasi erst aufs Veihteck, dann den Karkopf überquert, rüber zur Hochries und von der Hochries dann wieder abgestiegen Richtung Spartenau. Die Szene habe ich übrigens drin lassen, weil ich es unendlich lustig finde, wie sie zu dumm ist, ihren Stock beizubehalten und der einfach immer wieder hängen bleibt. Finde ich lustig. Solche Szenen lasse ich gerne drin, wo sie sich blamiert. Es gibt noch eine beim Dürmbachhorn, da kann ich mich dran erinnern, da ist sie auf so ein Mini-Schneefeld ausgerutscht. Finde ich immer wieder lustig. Mache ich gern. Ich weise auch gern drauf hin. Gut, meine Lieben, hier seht ihr die Hochrieshütte, eine DAV-Hütte, das ist der Gipfel. Hier trifft sich dann Hinz und Kunz, um zu essen und zu rasten und den Ausblick zu genießen. Es gibt eine Tafel mit den benannten Gipfeln, finde ich sehr gut. Deswegen werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, euch die einzelnen Gipfel hier zu beschreiben. Aber ihr seht es, was für ein unendliches Panorama. Für so wenig Aufwand, muss man dazu sagen. Deswegen empfehle ich euch, geht diese Tour. Einkehren, Hochrieshütte ist Pflicht. Genießt die Aussicht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ist für jedermann erreichbar, meines Erachtens nach. Am besten den Rundweg machen. Schaut euch die Videos in der Beschreibung an. Lasst ein Like da, abonniert.
Kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.